Oh hey! Random, wann kommt endlich mal die OKKO-Review? Hab Geduld, klein Timmy, hab Geduld. Random, wann kommt endlich mal die OKKO-Review, die Chef-Koch-Kochi-Review? Hab Geduld, Chef-Koch-Kochi, hab Geduld. Random, ich hab gehört, dass du eine Okay, es reißt. Ihr wollt eine OKKO-Review? Ihr kriegt eine OKKO-Review. Also reden wir mal heute über die Cartoon Network Show OKKO. Und ich sehe schon, wie ich das etwa aufputzern werde, weil dieser Name so ein deutlich etwa komplizierter auszusprechen ist, auch wenn er ziemlich simpel ist. Aber anderes Thema, heute reden wir wie gesagt über OKKO und was ich an dieser Serie halte, beziehungsweise was ich davon denke und um was es da geht und warum dieser Name so ist, erfahrt ihr alles hier. Außer der letzte Teil, da habe ich keine Ahnung. Aber kurz gesagt, beginnen wir doch mal mit was ist OKKO. Genauso wie bei anderen Cartoons möchte ich etwa nicht zu stark in die Prämisse reingehen, dass es immer kleine Details gibt, die ich unbedingt nicht spoilern will. Aber kurz gesagt, OKKO ist eine Cartoon Network Show aus dem Jahre 2017, aka 2018, wo wir etwa eine sehr typische Hero Journey erleben mit KO. Sprich den titelgegebenen KO, der mehr oder weniger zwei Mentoren hat, die ihn mehr oder weniger beibringen sollen, wie man es erhält wird. Und so ungefähr könnt ihr euch etwa diese Show vorstellen. Denn auch wenn es natürlich immer und immer wieder ein paar Episoden gibt, die von dieser Formel abweichen und das nicht etwa die konkrete Formel ist für jede Episode, ist es mehr oder weniger die Grundprämisse, die mehr oder weniger diese Show leitet. Und auch wenn diese Grundprämisse auf den ersten Blick klingt wie die typische 180.000 Grundprämisse, muss es zugeben, dass OKKO wirklich viel Eigenes hat, was man loben kann. Zuerst mal reden wir mal über die Animation bzw. die Art Direction. Zugegeben, ich bin kein großer Fan von der Art Direction. Es ist sehr simpel gehalten und natürlich sind diese Charakterdesigns mehr oder weniger ikonisch. Immerhin könnte man zwar erzählen, dass KO dieser Charakter ist oder dieser Charakter der ist. Die Silhouetten sind auf jeden Fall da drin. Aber persönlich jetzt kein großer Fan von diesem Artstyle bzw. der Art Direction. Aber dafür lohnt sich natürlich diese Artstyle sehr, denn im Punkto Animation kann man sich mehr dynamische und sehr fluid Modelle und Co. sich anschauen dann. Die Fight Scenes in OKKO sind wirklich spaßig und wirklich dynamisch. Zwar nicht so gut wie die beispielsweise von Rise of the TMT, weil die sind holy fucking shit großartig, einfach nur großartig, aber es ist auch etwa ein hartes Podest zu kriegen. Immerhin ist Rise of the TMT im Punkto Action vermutlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Cartoon in den letzten 5 Jahren. Aber anderes Thema. Auch wenn die Animation, auch wenn der Artstyle jetzt nicht etwa was super Besonderes ist oder super memorable ist, gibt es dennoch etwa viele Dinge, die man einfach an OKKO, wie gesagt, loben kann. Zum einen, der Voicecast macht einen wirklich guten Job. Ich kann zwar nicht sagen, wie die Synchro ist, aber persönlich, so wie ich es gehört habe, müsste die Synchro eigentlich auch ganz solide sein. Aber der originale Voicecast ist definitiv meine Preferred-Version, das sich anzuschauen. Und auch muss man zugeben, dass dieser Cartoon mehr oder weniger teilweise auf den ersten Blick wie ein typischer Shonen-Anime erinnert. Vor allem nachdem ich etwa mein Anime-Video gemacht habe, gab es viele Dinge, die mich etwa an ein paar klassischen Shonen-Animes wie Naruto und Co. erinnert haben. Das ist natürlich etwa kein Zufall, denn der Creator wusste genau, dass man mehr oder weniger mit OKKO eine kleine Hommage an viele der Sachen, die sowohl er als auch sein Team super mögen oder super nostalgisch darüber sind. Denn ja, diese Show hat Crossovers. Und nicht etwa solche Crossovers wie aus ein paar anderen Serien, wo man quasi ein Crossover mit nur einer Cartoon Network Show hat, wie zum Beispiel jetzt bei Nickelodeon mit der Semi-Timmy Power Hour der Fall war. Nein, es sind schon deutlich originellere Crossovers, würde ich mal behaupten. Ein Crossover wäre dabei das Captain Planet Crossover. Und auch wenn natürlich Captain Planet und die ganzen Charaktere rund um ihn mehr oder weniger für diesen Artstyle angepasst worden sind, hat man sich wirklich etwa Mühe gegeben, vieles aus der originalen Show zurückzubringen. Denn zum einen hat man natürlich etwa den originalen Voicecast so gut es geht etwas zurückgebracht. Und das ist ziemlich impressive und die meisten würden es eher mehr weniger machen. Denn auf den ersten Blick würde man denken, dass Captain Planet mehr oder weniger einfach parodiert wird. Ich meine sogar, es gab eine Rick and Morty Episode, die mehr oder weniger Captain Planet parodiert hat. Aber nein, OKKO, auch wenn es keine straight Adaption von Captain Planet ist und auch wenn es etwa die Show mehr oder weniger manchmal mockt, ist wirklich definitiv eine Show, wo man sehen kann, dass man etwa eine gute Balance zwischen Mocking und Humor hat. Sprich, dass man zwar etwa die Punkte anspricht, die definitiv etwa ein bisschen seltsam sind und die man definitiv parodieren kann, aber nicht zu stark in eine eigene Parodie wird. So ist Captain Planet immer noch mehr oder weniger der Charakter, den man aus der Originalshow kennt, nur eben mit bisschen mehr Humor. Denn der Humor ist auch ein sehr großer Punkt bei OKKO. Auch wenn er persönlich nicht immer mich gecatcht hat, muss ich zugeben, dass der Humor definitiv liebevoll gemacht worden ist und definitiv liebevoll mit den Crossovers, die immer mal wieder kommen, passt. Denn auch ein Crossover, was gemacht worden ist eins mit Sonic. Und jetzt sage ich meine unpopular Opinion, aber ich muss zugeben, ich bin kein großer Fan vom ersten Sonic Live-Action-Film. Er ist zwar solide, er
erstmal okay, aber meine Güte, es gibt viele Dinge, die ich etwa nicht so dolle finde an diesem Film. Denn für mich persönlich war es irgendwie mehr oder weniger ein CGI Roadtrip, was auch immer Film, statt wirklich etwa ein Sonic-Film. Und von diesem CGI Hybrid Roadtrip-Film haben wir so 100.000. Sogar mit denselben extra aka same Mask. Aber anderes Thema. Das Sonic Crossover ist wirklich liebevoll gemacht worden und mag zwar etwa Sonic, aber hat auch sehr viel Liebe zum Detail und ein paar sehr nette Referenzen. Aber das heißt nicht etwa, dass OKKO etwa auf Crossovers aus ist nur. Nein, auch die Episoden ohne Crossovers können sehr gut unterhalten. Natürlich, wie bei jedem Cartoon, gibt es immer mal wieder ein paar Episoden, wo man sich denken kann, Aber natürlich ist es keine Sache, die nur OKKO hat, sondern auch viele andere Shows, selbst solche Shows wie Invader Zim oder auch Rocko's Modern Life, die ich wirklich schätze und liebe. Ein anderes Crossover dagegen ist wohl das große Thema, was viele etwa ansprechen, wenn sie über OKKO reden. Crossover Nexus ist etwa eine liebevolle Hommage an 25 Jahre Cartoon Network. Zwar hat das etwa an manchen Stellen sehr viel Pacing-Probleme, weil auch wenn ich wirklich schätze, wie schnell das Pacing von OKKO ist, sprich mal trackt eigentlich fast kaum, aber manchmal kann dieses Pacing je nachdem zu schnell sein und vor allem für Crossover Nexus war es mehr oder weniger viel zu schnell, aber gut, das kann man etwa nicht den Team kritisieren oder den Creator, das kann man ja immer Cartoon Network kritisieren, denn das Team hat wirklich etwa requested, etwa eine doppelte Runtime zu haben. Schade drum, dass wir das nicht gekriegt haben, aber als das, was wir gekriegt haben, ist Crossover Nexus wirklich lieb. Denn nicht nur hat man die ikonischen Cartoon Network Charaktere mehr oder weniger referenziert oder zurückgebracht in Anführungszeichen, nein, man hat auch etwa Charaktere zurückgebracht oder referenziert, die eigentlich kein Schwein mehr kennt. Kennt ihr noch die Moxie Show? Natürlich nicht, aber das war das erste Programm von Cartoon Network und das kriegt etwa eine kleine Referenz. Kennt ihr noch Hi Ami Puffy Yumi? Nein, aber es gibt eine kleine Referenz dazu. Und so gut wie fast jede Cartoon Network Show hat mehr oder weniger eine Repräsentation. Und das finde ich wirklich etwa ziemlich lieb und ziemlich einfach nur als super Humor gemacht. Also was für eine grandiose Art und Weise, 25 Jahre von Cartoon Network zu feiern. Und generell kann ich einfach nur die Show loben. Zwar ist es keine absolute Favoritshow von mir, aber es ist eine so liebevolle Hommage an die Nerdculture, an viele Referenzen an andere Franchises, die man zwar nicht zu stark setzt, da hat man auch nicht etwa nur diese typischen mit Star Wars und bla bla bla. Nein, es ist wirklich eine super Hommage, die anders als Big Bang Theory wirklich weiß, über was sie reden oder mehr oder weniger über was sie Episoden machen. Es hat auch eine wirklich gute eigene Story und die ganz anderen eigenen Charaktere machen auch wirklich viel Spaß. Und ich habe noch nicht mal über die eigenen Charaktere gesprochen von dieser Show, denn zugegeben, was gibt's da zu sagen? Auf den ersten Blick wirken die viele wie ein typisches Klischee, was man aus fast jeder Show oder fast jedem Film irgendwann mal gesehen hat. Aber lasst euch überraschen, denn diese Charaktere haben natürlich mal viel mehr an sich, als nur was über die Oberfläche zu sehen ist. Und auch die Schurken sind grandios und machen einfach nur Spaß. Und generell, was gibt's zu dieser Show zu sagen? Es ist eine fantastische Hommage an viele kleine Nerd-Dinge. Es setzt etwa viele alte Bausteine von anderen Shows oder Filmen ein und baut sie in einer sehr interessanten und neuen Art zusammen. Zwar hat es jetzt nicht die bangerhaftesten Animationen, aber es sind wirklich gut gemachte Animationen, die relativ konstant sind, was man über manch andere Shows nicht sagen kann und vor allem für manch andere Action-Shows nicht sagen kann. Und generell gibt es doch einfach mal ein Watts. Aber anyway, das waren auch alle meine Worte, die ich etwas zu OKKO sagen wollte. Kennt ihr schon die Show? Und wenn ja, was haltet ihr von dieser Show? Das würde mich alles wirklich sehr interessieren. Aber bis dahin, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder Senich. Bye!